Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne mein Lieblingsschmiermittel, ein Silikonspray, vorstellen. Ja, eventuell denkt ihr jetzt, Mensch, hat er keine anderen Themen mehr oder warum hält er so eine schnöde Spraydose irgendwie unter die Kamera? Ich kann euch ganz ehrlich sagen, dieses Silikonspray habe ich vor ein paar Jahren durch Zufall kennengelernt. Ich hatte das vorher gar nicht so wirklich auf dem Schirm und seitdem ist es mein Schmiermittel Nummer 1. Ich nehme es für so ziemlich alles rund ums Haus. Ich erkläre euch gleich natürlich auch, wo ich es konkret verwende. Ja, aber fangen wir mal vorne an. Ich habe mich hier für ein Produkt von der Firma WD-40 entschieden. Nicht mal, weil die Schmiereigenschaften hier besser sind als bei Produkten von der Konkurrenz. Das kann ich, um ehrlich zu sagen, gar nicht so wirklich beurteilen. Konkret habe ich mich dafür entschieden, weil ich dieses Spray-System hier oben, das nennt der Hersteller Smart Straw, sehr, sehr gut finde. Und zwar, ihr seht es gerade selbst, hier oben ist dieser Kopf. Wenn ich dieses kleine Röhrchen hier einfach runterklappe, dann habe ich diese Sprühdüse. Ich halte hier mal so ein Tempotaschentuch hin und drücke hier mal drauf. Dann habe ich ich weiß nicht, ob ihr es seht unter der Kamera, dann habe ich einen sehr schönen breiten Sprühstoß, den ich abgeben kann. Das ist natürlich dann relevant, wenn ich sehr große Bereiche habe, die ich eben schmieren möchte. Aber wenn ich eben punktuell arbeiten will, dann habe ich die Möglichkeit, dieses Röhrchen einfach hochzuklappen. Das Konzept ist ja nicht neu. Diese kleinen Röhrchen, die man in der Regel einfach vorne in die Düse reinsteckt, die gibt es ja schon seit Ewigkeiten bei diversen Herstellern. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es meistens so, die Dose ist noch da, das kleine Röhrchen ist weg. Das kann eben hier nicht so einfach passieren. Einfach hochklappen und punktuell arbeiten. Ich nehme hier einfach mal so ein Taschenmesser zur Hand. Dafür nutze ich es nämlich auch ganz gerne, um wirklich hier drin punktuell zum Beispiel den Klingengang ein bisschen geschmeidiger zu machen. Und das ist auch ein Part, der mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Hier ist einfach nicht nur, wenn ich drauf drücke, auf und zu, sondern wenn ich leicht drauf drücke, dann kommt auch wirklich nur minimal Material raus. Hier seht ihr es vielleicht, ich drücke leicht drauf. Jetzt kommt hier nur minimal WD-40 raus. Silikonspray, wenn ich feste drauf drücke, dann kommt hier wirklich die volle Breitseite einmal raus. Also hier kann ich sowohl großflächig als auch wunderbar filigran arbeiten. Das Produkt kostet im Übrigen 6,50 € bei Amazon. Da habe ich es gekauft. Ich verlinke es euch gerne mal in der Videobeschreibung. Gibt natürlich auch noch diverse andere Herstelleralternativen, also schaut da gerne mal rein. Nutzbar ist es, wie ich gelesen habe, auf Metall, Kunststoff, Holz und Gummi, also auf so ziemlich allem, und anwendbar bei -35 bis +200 Grad. Also auch eine sehr, sehr große Temperaturspanne, so dass man da eigentlich keine großen Einschränkungen hat. Einer der Vorteile von Silikonspray, wie ich gelesen habe, ist die Tatsache, dass es Wasser verdrängt, wasserabweisend, Wasser verdrängt. Ist deswegen also wirklich wunderbar geeignet, um in diversen Bereichen eingesetzt zu werden. Wir haben es ja eben schon gehört, ich nutze es hier sehr, sehr häufig, um meine Taschenmesser zu schmieren. Natürlich auch für andere Dinge rund ums Haus. Einer der Klassiker ist sicherlich das Türscharnier bzw. das Türschloss selbst. Bei so Standard-Wohnungstüren, manchmal quietscht es halt, da nehme ich hier diesen Smart Straw und sprühe das so ein bisschen in das Scharnier rein, ein paar Mal auf und zu gemacht, dann hat man da ewig Ruhe und da quietscht überhaupt gar nichts mehr. Das gleiche gilt aber auch für Türschlösser selbst, wo man wirklich wunderbar das wieder gängig machen kann. Wir haben so einen Gartenschuppen, wo wir so ein ganz altes Schloss drin haben, das auch der Witterung dauerhaft ausgesetzt ist, und da ist es eben so, wenn das mal eine Weile nicht geschmiert ist, dann ist sowohl der Schlüssel sehr schwergängig als auch der Drücker hoch und runter sehr schwergängig. Da einfach im Schuppen zweimal im Jahr so ein Stoß Silikonspray rein, dann ist das wieder wie neu und läuft tipptopp. Mein allererster Anwendungsfall war bei einem Kinderwagen, den hatten wir nämlich neu gekauft, und der hat sofort angefangen zu quietschen, direkt aus dem Laden schon. Ich habe dann so mit Standards gearbeitet, also einfach so ein bisschen Ballistol-Spray rein. Ich habe auch WD-40 mal reingesprüht, das war irgendwie alles gefühlt nach 100 Metern wieder weg und hat wieder gequietscht. Ich hatte dann gegoogelt und bin dann drauf gestoßen, dass Silikonspray für sowas eben super ist. Habe ich dann bestellt, gekauft, habe es reingesprüht und ich glaube bis heute nicht nochmal reinsprühen müssen, weil der Kinderwagen nach wie vor flüsterleise ist. Ich habe es jetzt eben nochmal gemacht, speziell für dieses Video, damit ich euch das einblenden kann. Aber ansonsten hätte ich das gar nicht tun müssen. Auch so eine kleine Klingel am Kinderfahrrad von unserem Kleinen, die war irgendwie innen drin so leicht verrostet, bisschen nicht mehr ganz so neu. Die hat ein bisschen gehakt, geklemmt, Silikonspray rein, die läuft wieder wie am ersten
ersten Tag. Da kann man wirklich 1000 Dinge mitmachen. Wir haben im Keller einen Crosstrainer stehen, den verwende ich von Zeit zu Zeit. Da ist es eben so, wenn man so ein bisschen läuft und die Lager werden ein bisschen heiß, dann fängt der auch wie wild an zu quietschen. Hier so einen kleinen Schuss Silikonspray in das Lager rein, dann ist der wieder wie neu, dann ist der wieder wie am ersten Tag. Reißverschlüsse bei einer Kleidung, wenn die ein bisschen haken, einfach hier so einen Schuss drauf, dann läuft das wieder super. Was wir auch damit machen ist, wenn es gegen den Winter geht, sprühe ich das hier meistens auf so ein Tuch einfach drauf, hier mit der großen Düse und reibe dann die ganzen Dichtungen im Auto, die Gummidichtungen damit einmal ein, damit da im Winter nichts anfrieren kann, damit die schön geschmeidig bleiben. Da kann man das wirklich super für verwenden. Wenn man so die Amazon-Rezensionen durchliest, gibt es da auch noch ganz viele andere Anwendungsfälle. Ich habe gelesen, dass es jemand bei einer Markise verwendet hat, die so ein bisschen geklemmt hat, bei Tischkickern, um die ordentlich gängig zu machen, aber auch bei einem Schiebedach im Auto. Jetzt, wo ich gerade drüber spreche, das haben wir sogar auch einmal gehabt, bei dem Auto meiner Frau, elektrische Fensterheber, beim Hochfahren dann das Problem, dass das Fenster irgendwie, als es fast oben angekommen ist, von selbst wieder runtergefahren ist. Also irgendwie war da zu viel Druck oder was auch immer drauf. Ich habe da ein bisschen Silikonspray in die Führungsschienen rechts und links reingesprayt und seitdem läuft das Fenster auch wieder wie am ersten Tag. Also ihr seht schon, es gibt 1000 Anwendungsfälle. Das ist ein wirklicher Allrounder. Wenn man das im Haus hat, würde ich mal sagen, braucht man nicht viel anderes. Da kann man so ziemlich alles mit wieder gängig machen, was in irgendeiner Form quietscht, knarzt, stockt, hakt oder was auch immer, nennt es wie ihr wollt. Ich bin super, super zufrieden. Wie gesagt, das ist jetzt hier in meinem Fall von WD-40. Ich mag das halt wegen diesem System hier oben, aber gibt es auch von diversen anderen Herstellern. Ich verlinke euch das mal, schaut gerne rein, falls ihr daran Interesse haben solltet. So, das soll es nun aber wirklich gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, warum ich euch diese Spraydose hier unter die Kamera halte und es war ein bisschen interessant für euch. Ich bedanke mich fürs Zusehen, würde mich, wenn es geholfen hat, über einen Daumen nach oben für dieses Video freuen und natürlich auch über ein Abo auf meinem Kanal. Wir sehen uns spätestens in einem meiner nächsten Videos wieder. Macht es gut.